Hallo, mein Name ist Patricia Kopaczynska und ich habe ein Stück geschrieben, das ich mit Anastasia Kobekina in Luzern, Forward Festival, am 22. November spielen werde. Das Stück ist für Cello, Geige und Orchester, ein kleines Orchester. Es sind nur wenige Bläser und alle Streicher und Schlagzeug. Es gibt wenige theatralische Elemente, es wird auch mit Licht gearbeitet. Ich habe es zuerst A Play genannt und dann dachte ich, nein, es passt nicht, weil die Stücke etwas unzusammenhängend sind. Dann fiel mir der Titel Five Dreams ein. Ich glaube, das ist besser, weil es sind Träume, die muss man dann nicht analysieren oder erklären. Die sind schon verbunden, aber eben auf eine traumartige Weise. Solga Beta hat es in Auftrag gegeben. Es war alles so irgendwie auf sie zugeschrieben. Weil Sol eben nicht spielen konnte dieses Mal und auch das letzte Mal, als ich es im Clara Festival in Brüssel gespielt habe, habe ich Anastasia Kobekina gefragt, weil ich sie schon seit einigen Jahren kenne und ich bewundere sie. Das ist ein junger Mensch, der total offen ist für alles und unglaubliche Fähigkeiten hat. Und das ist so schön, wenn ein neues Stück aus verschiedenen Seelen und Händen und Vokabular gespielt wird, weil es verändert sich bei jedem Menschen. Ich bin sehr dankbar, dass Anastasia auch dieses Mal kommt. Ich wollte das so am Anfang, ich stellte mir vor, dass es wie so ein Zirkus ist, das ist jetzt der Anfang eines geheimnisvollen Stückes. Und man sieht nur einen einzigen Schlagzeuger. Es gibt nur einen Spot auf seine Instrumente. Das sind so komische Instrumente, so Quietsch, Ente oder eine Schreibmaschine oder kleine Glöckchen, ein Toy-Piano und so weiter. Sachen, die man normalerweise so solistisch nicht hören würde in einem seriösen Konzert. Wo ist denn das Orchester? Wissen wir noch nicht. Das Orchester kommt später dazu. Die Streicher schleichen sich so leise hinein. Die Cellistin bewegt sich durch die Bühne. Sie kommt dann langsam in die Mitte zusammen mit mir. Dann kommt sie wieder mehr nach vorne. Dann gibt es da ein Solo von ihr, das völlig unpassend ist mit dem, was man sonst aus dem Orchester hört. Das sind Klänge wie von draußen, so zum Beispiel Müllabfuhr oder Schreibmaschine. Und die Cellistin spielt ihr Solo und ich spiele dann einfach ein Kinderlied. Im nächsten Stück kommen die Streicher rein und das ist ein bisschen wie eine Autobahn. Man rast auf ein unbekanntes Ziel. Vielleicht ist es Dürrenmatt, der Tunnel, weiß ich nicht. Und dann gibt es das nächste Stück, das eigentlich sehr für mich stimmig ist. Da habe ich nichts korrigieren müssen. Sehr komisch, dass man manchmal auch so aufschreibt, dass es für einen für immer sozusagen stimmt. Und das ist eigentlich in Erinnerung an Peter Ötvös. Während ich das komponiert habe, hörte ich die Neuigkeit, dass Peter Ötvös verstorben ist und das hat mich so mitgenommen. Und plötzlich verstand ich, dass ich eigentlich an ihn dachte in diesem Stück. Und der allerletzte Satz ist eine Kadenz, heißt es. Das sind abgerissene Kadenzen aus all den anderen Träumen. Alles ein bisschen autobiografisch. Und ja, ist gut, dass ich das jetzt erkläre, aber eigentlich muss sich jeder Mensch eine eigene Vorstellung und Bild machen. Es ist einfach ein Konzert, das auf eine natürliche Weise gekommen ist und das ist wie ein Gespräch mit der Solistin, mit unserem Leben und dem, was alles passiert ist. Aber auch ein Versuch für ein Orchester zu schreiben, wo man sich doch auch ein bisschen amüsieren kann. Es ist ganz lustig, wenn man drin ist, dann weiß man alles und wenn man es aber dann auch selber spielen muss, versuche ich ein bisschen eine Distanz zu gewinnen, damit ich auch weniger kritisch bin, weil sonst werde ich die ganze Zeit alles aufs Neue bearbeiten und das darf ich nicht mehr, hat der Verlag gesagt.